Hallo, willkommen zu Ahmed Küche. Heute machen wir Tepsi Kebab mit Paprika. Wir fangen an jetzt mit Zutaten. Ich habe 700 Gramm Rinderhackfleisch, 150 Gramm grüne Spitzenpaprika. Ihr könnt auch andere Paprika nehmen, weil sonst müsst ihr ja in den türkischen Marker reingehen, da gibt es dann alles natürlich. Und eine rote Paprika, 200 Gramm kleine Tomaten, etwas größer als Cocktailtomate. Ne? Okay. Handvoll Petersilie, 2 Zwiebeln, 3 Knoblauch. Hier ist eine Esslöffel Tomatenmark mit 100 Milliliter Wasser. Bitte umrühren schön mit Schneebese, das ist schon fertig. 3 Esslöffel Salz, 1 Esslöffel weißer Pfeffer, 1 Esslöffel Cayennepfeffer, 2 Esslöffel süßer Paprika. Okay, wir haben alles. Gut, habe ich alles, gell? Ja, jetzt können wir gleich anfangen. Bisschen Kopf wegmachen. So. Das etwas kleiner machen. 4 oder 5 teilen. In die Maschine rein. Mixer. Okay. Ich mache noch einen. Ich habe ja noch übrig 4 Stück. Später. Weißt du, brauche ich noch später. So, jetzt den roten. Guck mal, ob er Kerne hat viel. Naja, es geht noch. Ist nicht so viel, ist nicht. Dann auch mal etwas klein machen. Einfach grob, ne? Ja, weil ich tue ja mixen hier. Jetzt noch Zwiebeln. Ich nehme eine große Zwiebel. Auch mal ein bisschen kleiner. Fertig, wieder geteilt. So. So. Den Petersilie bitte ganz oben verteilen und die Knoblauch teile ich auch mal so. Besser. So. So, ich habe meine Sachen, tun bitte immer waschen, nicht vergessen, weil ich wasche sie ja immer. Ich lege sie am besten Essigwasser rein, 20 Minuten tue ich dann Essigwasser drin und dann spüle ich sie alles mit kaltem Wasser. Okay. Um was ging's gerade? Wegen Waschen jetzt. Was denn? Die Paprika. Ah, okay, weil das hast du nicht gesagt. Was überhaupt waschen? Für 20 Minuten? Ja, okay, Paprika, aber was überhaupt? Ja, Paprika, Tomaten, egal was ist. Okay. Ich weiß sie immer, alles klar. Okay, jetzt tun wir das zudecken. Ich mache sie nicht ganz fein. Wenn man sie ganz fein macht, wird dann so viel Flüssigkeit, weil wir möchten keine Flüssigkeit haben. Okay? Das dauert nicht lang, vielleicht 30 Sekunden oder. Warte mal, jetzt ab. Hat geklappt. Ich zeige jetzt nochmal, wie es aussieht, damit man. Sieht man? Gut, gell? Okay, das hat keine. Man kann ja sehen. Ich zeige nochmal lieber. Boah, das riecht Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Guck, keine Flüssigkeit. Das darf nicht sein. Okay? Super. Jetzt tue ich hier alles rein. Ich komme nicht raus, alles. Und jetzt? Jetzt mache ich es halt. Kratzen. Ja, genau. Löffel weg. Ich muss hier ein bisschen da weg, rein. Wunderbar, es geht. Bleib da, wo du bist. Ich kann nicht anders. So, immerhin fertig. So, jetzt kommt Paprika, Salz, Pfeffer auch rein. Verteilen. Habe ich alles? Ja. Ich habe alles. Ja, jetzt tue ich mit Hand bearbeiten, bitte. Alles muss man schön bearbeiten. So, das kann 4-5 Minuten dauern. Okay, bis gleich. Den Hackfleisch habe ich schön bearbeitet. 5 Minuten, wie man sieht. So muss es halt sein. Schön gearbeitet, ne? Also mit Hand. Gut. Holen wir den Backblech jetzt hier. Ich habe 32er Backblech. Ihr könnt auch andere Formen nehmen natürlich. So, jetzt nehmen wir von dem
Tomatenmark, 2 Esslöffel, tun wir hier rein im Blech. Gut. Schön verteilen mit Pinsel. Gut, sieht man, ja, wunderbar. So, jetzt kommt der Hackfleisch hier rein. Warte mal, ich tue es lieber so raus. Ich wollte das hinten, weißt du, was ich meine? Ja, Peng das machen, geht aber nicht. das wäre ja nicht gut. So, jetzt schön verteilen, überall. Mit Hand reindrücken, verteilt sich dann automatisch überall. Von außen bitte immer mit Hand reindrücken, das eben ist halt, ne? Nicht so komisch aussieht. Schön. Ja, schön muss sein. Ja, mit meinem Schön kommt noch. Warte mal. Und hast du gesehen? Gut, ja. Das sieht echt gut aus. Ja. So, jetzt fertig. Drück mal hier rein. Oder ich schneide sie schon. Warte, ich schneide das gleich. Ich muss meine Hände kurz waschen. Mhm. Ja. Jetzt tun wir das schneiden. Bitte kein scharfes Messer nehmen. Andere Fall nehmt ihr von Messer Rückseite hier. Weil sonst verletzt ihr den Backblech. Okay. Genau in der Mitte. Also das hier ist ein Pizzaschneider. Pizzaschneider, genau, ja. Das ist eine gute Idee. Ja, da verletzt ja nichts, weißt du. Andere verletzen, das mache ich nicht. Schade wird das Blech nachher. Habe ich gut gemacht, gell? Habe ich teils Ich bin noch. stolz auf dich, ja. Guck, einmal. Mach nicht mal zweimal. Jetzt noch hier. Warte mal, ja. Ich will sie genau verteilen, bei jedem gleiche. Der Murat braucht gleich größer. Okay, gut. So. Jetzt tu mal das auf Seite, erstmal wieder. Gut, pass auf. Oh, jetzt kommen die Tomaten dran. Machen wir still weg. Können wir Mitte abschneiden. Wie viel habe ich denn da? 8 Stück, ja? Mhm. 8 Stück. 8 Stück mache ich hier. Wie viel habe ich jetzt? Noch eine, glaube ich. 8 Stück habe ich fertig. Jetzt den Zwiebeln verteilen. Gucke ich, dass ich auch 8 Stück habe. So. Guck, auch 8 Stück. Upp. Und die Paprika noch. Und dann mache ich so, 4. Wow, ist aber groß, der Wahnsinn. Oh. Fertig. So, jetzt kommt. Jetzt dekorieren wir sie. Mach genau in der Mitte. Erstmal die Tomaten machen. Bin ich in der Mitte, gell? Ungefähr, ja. Was ist jetzt? Was? Ist hier übrig 2 Stück. Hast du zu viel geschnitten? Ich habe gesagt 8 Stück, oder? Ja? Ja. Hast du dir verzählt? 1, 2. Beim Tomatenschneiden. Keine Ahnung, egal. Ja, ist Ja. lecker. So, jetzt die Zwiebeln vorne. Hätte ich nichts gesagt, hätte keiner was gemerkt, wenn man es nicht sieht im Bild. Ja. Schneid's man- einfach raus. Ja, man kann ja, ich meine, woanders reintun, so schön. Na guck, da ist auch eine übrig. Also, 7 Stück, wie ist denn das passiert? Egal. Mach ich den Hä? Paprika. Du hast eine vergessen drauf zu machen. Da fehlt ja Wo? eine. Wo? Hat er? Da? Hier. Da? Ja. Nein, eins daneben, da wo dein anderer Hier. Finger ist, ja? Achso, da ist Zwiebel. Ah ja, jetzt habe ich, stimmt. Mein Auge, also weißt du. Unmöglich. Brille, ich sag's Ja. dir immer wieder. Ich weiß, aber. Habe ich alle? Alle? Ja.
Ja? Das mache ich hier rein, ne? Guck mal da. Pizza, ja, geil. Oder soll ich Tomate machen? Ne, ist gut, Nee. so, ist egal. So, der Backofen ist warm, Ober- und Unterhitze, 200 Grad, 45 Minuten bitte. Okay, jetzt tue ich es rein. Halt die Tomatensauce. Ich vergesse fast. Okay, wir gehen jetzt. Unglaublich. Unglaublich, gut. Jetzt tun wir jedem einen Löffel bitte von oben drauf. So, das Rest tue ich hier rein. Ist gut, gell? So, jetzt geht's Backofen. Habe ich alles gesagt? Ja? Ja. Okay. Also, mittlere Schiene. Oh, das ist Hitze drin. Okay, so, bis gleich. So, jetzt geht's weiter. Der Tepsichkebab ist jetzt fertig, hat sogar 40 bis 45 Minuten gebraucht. Okay, pass auf. Kommt erstmal die Hitze. Oh, guck mal das an. Wahnsinn. So, muss ich mal ein Bild machen nochmal. Kannst du ein Bild machen da? Ich schneide es nachher aus dem Video Okay. raus vielleicht. Alles klar. So, jetzt mache ich meinen Handschuh weg erstmal. Nehme ich Serviette. So, können wir dann gleich servieren. Ich mache 2 Stück. Fertig. Machen wir einen raus. Ich muss ein bisschen zu mir schieben. Oh, so. Mal hier. Noch eine. So. Die übrige Tomate, den kann man dann auch ein bisschen dekorieren. Grüne Paprika. So kann man sie dann servieren. Ich wünsche Ihnen guten Appetit mit Tepsichkebab. Bis nächstes Mal, Ahmed. Tschüss. Bitte nicht vergessen, Facebook und Instagram zu gucken.